Willkommen bei Verlauf der Geschichte. An einem Punkt, an dem Geld, Macht und Geschichte aufeinandertreffen. In jener komplexen Welt, in der nicht so einfach ist, wie es scheint. Stell dir folgendes Szenario vor. Der Euro bricht nicht in einem einzigen Moment zusammen wie in einem dramatischen Hollywood-Film. In der Realität vollziehen sich solche Umbrüche nicht als große Explosion, sondern als eine Abfolge scheinbar technischer Maßnahmen. Kapitalverkehrskontrollen, Bankfeiertage, neue Abgaben und Steuern sowie eingefrorene Konten gehören zu diesen Schritten. In dieser Phase existieren Immobilienpreise noch eine Zeit lang auf dem Papier. Portale veröffentlichen weiterhin geschätzte Werte, doch die eigentliche Frage lautet, wer kann noch zahlen und womit? In jeder historischen Währungskrise kommt der Moment, in dem einfache und greifbare Dinge des Alltags zu einem stärkeren Verhandlungsmittel werden als prachtvolle Villen in den besten Lagen. Im Deutschland des Jahres 1948 war ein Sack Kartoffeln wertvoller als ein Eintrag im Grundbuch. Im Argentinien der frühen 2000er Jahre wurden funktionierende Generatoren, Benzin und haltbare Lebensmittel zur eigentlichen Währung, mit der leerstehende Wohnungen getauscht wurden. Im Jugoslawien der frühen 1990er Jahre, bei dreistelligen monatlichen Inflationsraten, überholten Zigaretten, Medikamente und einfache Werkzeuge die Bedeutung formaler Eigentumsnachweise. Das Muster wiederholt sich immer wieder. Wenn Geld- und Zahlungssysteme kollabieren, entscheidet nicht, was im Register steht, sondern was du physisch kontrollierst und welche unmittelbaren Bedürfnisse anderer du bedienen kannst. In solchen Krisen tauchen immer wieder 13 banale, aber lebenswichtige Dinge auf. Nicht aus Romantik, sondern weil sie 3 Eigenschaften vereinen. Sie sind direkt nutzbar, leicht tauschbar und kurzfristig nur schwer zentral zu kontrollieren. Genau diese 3 Merkmale fehlen dem Immobilienbesitz in dem Moment, in dem eine Währung zusammenbricht. Immobilien sind ihrer Natur nach unbeweglich, kapitalintensiv, durch Steuerpolitik leicht unter Druck zu setzen und vom funktionierenden Bestand einer Rechtsordnung abhängig. Worüber wir hier sprechen, sind hingegen Dinge, die ihre Funktion behalten können, selbst wenn Katasterämter und Notare nur verzögert oder nach völlig anderen Regeln arbeiten. Das erste grundlegende Bedürfnis: Wasseraufbereitung. Gemeint sind keine schicken Armaturen, sondern einfache, wirksame Filter, Tabletten und Systeme, die Leitungs-, Regen- oder Brunnenwasser trinkbar machen. Historisch zeigt sich, wenn Stromausfälle, Treibstoffmangel oder politisches Chaos die Infrastruktur beschädigen oder lahmlegen, gehört der Zugang zu sauberem Wasser zu den ersten entstehenden Engpässen. Ein Immobilieneigentümer mit Swimmingpool, aber ohne Möglichkeiten zur Wasseraufbereitung, kann in diesem Moment schlechter dastehen als jemand mit einer unscheinbaren Tasche voller Filterkartuschen und Desinfektionstabletten. Der Marktwert eines Gutes entsteht oft weniger aus dem Objekt selbst als aus der Kombination von Knappheit und lebensnotwendiger Bedeutung. Der zweite Punkt: Energie in handhabbaren und kontrollierbaren Einheiten. Dazu zählen Gasflaschen, Holz, Kohlebriketts, Petroleum oder kleine Treibstoffreserven. Alles, was Wärme, Licht oder Bewegung ermöglicht. In früheren Hyperinflationsphasen war eine gefüllte Gasflasche oft mehr wert als die Monatsmiete einer Wohnung in einer Großstadt. Immobilien können theoretisch Schutz und Lagerraum bieten, erzeugen aber aus sich heraus keine Wärme. Sobald Lieferketten stocken, steigt der Tauschwert jeder kontrollierbaren Energieeinheit exponentiell, insbesondere in Regionen mit harten Wintern. Der dritte Faktor: haltbare Lebensmittel mit hoher Kaloriendichte und gutem Volumen zu Energieverhältnis. Reis, Linsen, Weizen, Hafer, Öl, Zucker und Salz. In der Weimarer Zeit und erneut 1948 wurden Höfe mit gefüllten Vorratslagern zu Machtzentren des Tauschhandels, während städtische Immobilieneigentümer Wohnungen gegen Schlachtvieh eintauschten. Der Wert von Immobilien wird in Quadratmetern gemessen. Diese banalen Güter dagegen in überlebten Tagen und in Einfluss. Wer über Nahrung verfügt, nimmt am Verhandlungstisch eine starke Position ein. Wer nur Fliesen und Wände besitzt, bleibt abhängig von genau dem System, das gerade zusammenbricht. Der vierte zentrale Punkt: grundlegende medizinische Versorgung auf Haushaltsebene. Dazu gehören einfache Schmerzmittel, fiebersenkende Medikamente, Desinfektionsmittel, Verbands- und Wundmaterial sowie grundlegende Antiseptika. Wenn Lieferketten reißen und Währungen unter Druck geraten, steigen die relativen Preise von Medikamenten spürbar an. Nicht nur wegen Knappheit, sondern auch aufgrund der starken Importabhängigkeit. In Krisensituationen hilft dir eine Stadtwohnung wenig, wenn du selbst bei einer einfachen Infektion auf den Schwarzmarkt angewiesen bist. Ein unauffälliger, aber gezielter Vorrat an grundlegenden Medikamenten hat in vielen Krisen den Unterschied gemacht zwischen jemandem,
der ständig tauschen musste, und jemandem, der direkten Zugriff auf lebenswichtige Hilfe hatte. Der 5. Punkt: Werkzeuge, die Unabhängigkeit schaffen. Handwerkzeuge, Gartengeräte, Reparatursets und einfache Maschinen, die reparieren, bauen oder anpassen ermöglichen. In Währungskrisen verändern sich Geschäftsmodelle. Statt neu zu kaufen, wird repariert. Statt zu bestellen, wird improvisiert. Menschen mit Werkzeug und praktischem Wissen konnten in Weimar, in Osteuropa und in Lateinamerika Dienstleistungen anbieten, die in jeder Währung oder im Tausch bezahlt wurden. Immobilienbesitzer ohne Werkzeuge waren dagegen auf fremde Hilfe angewiesen und rutschten dadurch in eine schwächere Verhandlungsposition. Der 6. Punkt: Kleidung und robuste Schuhe. Das wirkt banal, doch in Krisen, in denen Importketten zusammenbrechen, werden gut verarbeitete Schuhe und langlebige Kleidung zu langfristigen Werten. In den Nachkriegszeiten wurden Mäntel, Stiefel und Arbeitskleidung gegen Lebensmittel oder Treibstoff getauscht. Eine Immobilie bietet Schutz, aber sie entscheidet nicht darüber, ob du bei Kälte, Regen oder körperlicher Arbeit geschützt bist. Wer in normalen Zeiten bewusst auf haltbare und reparierbare Kleidung setzte, hatte in Krisen faktisch eine kleine Industrie im eigenen Keller. Der 7. Punkt: Kommunikations- und Informationsmittel, die ohne stabile Netze funktionieren. Batteriebetriebene oder kurbelbetriebene Radios, einfache Funkgeräte und alternative Lademöglichkeiten. In jeder Systemkrise entsteht ein Informationsvakuum. Offizielle Kanäle werden langsam, gelenkt oder vollständig abgeschaltet. In diesen Momenten steigt der Wert von verlässlicher Information und der Fähigkeit, sie zu empfangen oder weiterzugeben, rapide. Eine Immobilie kann dich physisch schützen, aber sie sagt dir nicht, ob die nächste Kreuzung gesperrt ist oder ob morgen ein neuer Bankfeiertag ausgerufen wird. Kommen wir zum 8. Punkt: Zigaretten, Alkohol und Kaffee, klassische Tauschmittel in Krisenökonomien. In der Weimarer Zeit, im Nachkriegseuropa, im Osteuropa der 1990er Jahre und in den Krisen Lateinamerikas spielten diese Konsumgüter eine auffällig zentrale Rolle. Diese Genussmittel fungierten faktisch als inoffizielle Zweitwährung. Sie waren teilbar, gut lagerfähig, konstant nachgefragt und emotional aufgeladen. Während offizielle Währungen kollabierten, wurden einzelne Packungen oder Flaschen zu robusten Einheiten für kleine und mittlere Transaktionen. Immobilien sind in solchen Situationen zu grob. Niemand kann ein Drittel eines Badezimmers eintauschen. Der 9. Punkt: Edelmetalle in kleinen Einheiten. Nicht die Romantik großer Barren, sondern kleine Silbermünzen und kleinere Goldstücke erweisen sich als funktional. Historisch wurden große Vermögen in Krisen zwar mit Gold gesichert, doch im Alltag fand Handel überwiegend in kleinen Einheiten statt. Insbesondere wenn Kapitalverkehrskontrollen greifen und das Bankensystem ins Wanken gerät, steigt der Wert von Vermögensformen, die außerhalb des Systems funktionieren und physisch übertragbar sind. Immobilien verkörpern das Gegenteil. Vollständig im System registriert, hochgradig sichtbar und leicht belastbar. Der 10. Punkt: Infrastruktur für Selbstversorgung. Saatgut, einfache Bewässerungslösungen, kleine Gewächshauselemente und Pflanzgefäße für den Anbau auf begrenztem Raum. In einer Währungskrise wird nicht jeder über Nacht zum Landwirt, doch jeder nutzbare Quadratmeter gewinnt massiv an Bedeutung. Nicht der bloße Besitz einer Immobilie entscheidet, sondern die Fähigkeit, sie in eine konkrete Versorgungs- oder Ernährungseinheit zu verwandeln. Das scheinbar banale Paket aus Saatgut, Erde, Werkzeug und Wissen kann im Vergleich zu einem leeren Grundstück einen unverhältnismäßig hohen Wert annehmen. Der 11. Punkt: Transportmittel, die ohne komplexe Infrastruktur auskommen. Fahrräder, Lastenräder und einfache Anhänger. Wenn Treibstoff knapp, teuer oder rationiert wird, werden diese analogen Verkehrsmittel plötzlich zur logistischen Lebensader. Historisch zählten Fahrräder in Kriegs- und Nachkriegszeiten zu den wertvollsten Alltagsgütern. Mit ihnen konnten Menschen Waren, Wasser, Brennstoff und Informationen bewegen, während andere festsaßen. Eine Immobilie ohne funktionierende Mobilität ist wie ein Tresor ohne Zugang zur Außenwelt. Der 12. zentrale Punkt: Dokumentensicherheit. Die wichtigsten Unterlagen müssen feuerfest und wasserresistent aufbewahrt werden, idealerweise ergänzt durch Kopien, die in anderen Rechtsräumen hinterlegt sind. Wenn eine Währung kollabiert, verschieben sich rechtliche Ordnungen oft abrupt. Wer in solchen Momenten über vollständige, gesicherte Dokumente zu Eigentum, Ausbildung, Identität und Rechten verfügt, kann seine Position nach der ersten Schockphase schneller und stabiler wiederherstellen. Das eigentlich Banale ist hier nicht der Tresor selbst, sondern die Disziplin, alle Dokumente redundant, geordnet und jederzeit zugänglich zu halten. Nicht dokumentierter Immobilienbesitz wird besonders dann angreifbar,
wenn Katasterämter und Behörden überlastet sind. Oder grundlegende Reformen durchlaufen. Der 13. Punkt: Fähigkeiten und Wissen, die sich unmittelbar monetarisieren lassen. Dazu zählen handwerkliche Reparaturfähigkeiten, medizinische Grundkenntnisse, Lebensmittelverarbeitung sowie Sicherheits- und Organisationskompetenzen. In Krisensituationen werden Wissen und Fähigkeiten oft zur mobilsten und widerstandsfähigsten Form von Kapital. In jeder Krise zeigt sich dasselbe Muster. Die Person, die die Probleme anderer schnell und verlässlich lösen kann, bestimmt die Bedingungen. Dieses Wissen wirkt banal, weil es meist nicht akademisch ist. Doch gerade in Gesellschaften, die sich über Jahre hinweg an Spezialisierung und komplexe Dienstleistungsstrukturen gewöhnt haben, wird es dadurch knapp und besonders wertvoll. Immobilien ohne Fähigkeiten binden dich an einen Ort. Fähigkeiten ohne Immobilien machen dich beweglich und genau deshalb wertvoll. An diesem Punkt wird deutlich, warum diese scheinbar einfachen Dinge nach einem Euro-Kollaps relativ gesehen wertvoller sein können als Immobilien. Sie sind kurzfristig entscheidungsrelevant, teilbar und deutlich weniger angreifbar. Immobilien reagieren dagegen vor allem langfristig über Steuern, rechtliche Eingriffe und institutionelle Mechanismen. In den ersten Phasen einer Währungskrise zählen vor allem Überbrückungsfähigkeit, Flexibilität und Verhandlungsmacht. Nicht die potenziellen Renditen einer vielleicht später entstehenden stabilen Ordnung sind entscheidend, sondern die Fähigkeit, der aktuellen Unsicherheit standzuhalten. Deshalb geht es nicht darum, die Zukunft exakt vorherzusagen oder das richtige Asset zu wählen, sondern darum, eine Position einzunehmen, die es erlaubt, durch Unsicherheit zu navigieren, ohne unnötigen Schaden zu nehmen. Gewinne entstehen in Krisen nicht aus maximaler Rendite, sondern aus Beweglichkeit, der Fähigkeit zu warten und der Freiheit, Entscheidungen zu treffen, ohne sie erzwingen zu müssen. Wenn dir das eine neue Perspektive eröffnet hat, abonniere den Kanal. Die Geschichte enthält Antworten auf deine Fragen, und ich werde dir zeigen, wo du sie finden kannst.